Herzlich willkommen in meiner Chaos Kitchen. Ich liebe saure Sachen und deswegen mache ich heute einen Zitronenkuchen für euch. Der geht ganz schnell. Innerhalb von einer Stunde oder was ist der fertig? Nicht mal eine Stunde. Ich zeige euch mal, was ihr dafür braucht. Ich fange es einfach mal hinten an quasi. Das ist Puderzucker für den Guss. Dann 1,5 von diesen ausgepressten Zitronen. Also in Deutschland ist es eine ganz normale Zitrone. Eier. Hier sind Zucker. Ich habe das jetzt mit Sirup und Honig gemischt. Ich schreibe aber auch euch unten in die Infobox auch nochmal das Rezept mit nur Zucker quasi. Vanillezucker. Hier haben wir Backpulver, Mehl und Butter. Dann würde ich sagen, fangen wir erstmal mit dem Mehl an. Das tun wir nämlich einfach hier in die Schüssel. Und das Backpulver dazu. Wir rühren uns das nur einmal kurz durch. Weil die Maschine brauche ich jetzt für den Zucker. Dann kommt nämlich hier der Zucker in die Maschine. Der Sirup ist auch hartnäckig. Der muss halt ein bisschen länger durchgeknetet werden oder durchgerührt. Dann der Vanillezucker. Und die Eier. Also so ein bisschen von Hand. Jetzt kommt das Ganze in die Maschine, auf die Maschine. Und wird jetzt ansatzweise schaumig geschlagen. Dadurch, dass ich den Sirup und den Honig da drin habe, wird es nicht richtig schaumig. Ich mach mal an. So muss das aussehen. Bei euch wird es wahrscheinlich, wenn ihr mit normalem Zucker arbeitet, ein bisschen anders aussehen. Halt nicht so braun. Dann tun wir jetzt die Hälfte vom Mehl rein. Ungefähr. Die Hälfte von der Butter. Ja, in etwa. Rühren das nochmal kurz durch und dann kommt gleich den Aufsatz. Und dann kommt gleich der Rest dazu. Jetzt hole ich das mal nicht raus. Jetzt habe ich gleich die ganzen Tische voll gekleckert. Jetzt kommt die restliche Butter dazu. So. Und das restliche Mehl. Und nochmal kurz rühren. Jetzt muss das einmal raus. So, ich muss das jetzt nämlich nochmal mit dem Teigschaber durchrühren, weil das schafft meine Maschine nicht. Aber ich gebe jetzt noch 2 Esslöffel von der Zitrone dazu.
Das rühre ich dann jetzt nochmal mit ein. Nur halt nicht mehr in der Maschine jetzt. Jetzt nehme ich mir die vorbereitete Springform und tue das einfach nur da rein. Eigentlich, wenn ihr anfangt mit dem Teig, könnt ihr den Backofen schon vorheizen, weil das echt nicht lange dauert. Waren jetzt in Echtzeit vielleicht 10 Minuten, ne? Wenn überhaupt. Bisschen verteilen hier drin. Ich habe das hier jetzt mit Backpapier ausgelegt. Kleiner Tipp, klebt das am besten mit ein bisschen Butter dran, dann rutscht euch das Papier nicht immer in die Form. Das kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen. Wie immer, ich nehme 20 Grad weniger. Ich schreibe euch die anderen Zahlen aber auch noch alle unten rein. Einen Moment. Der darf jetzt backen. Wenn der Kuchen noch ungefähr so 5 Minuten braucht, Pi mal Daumen, mache ich mir den Guss dann schon mal fertig. Ich rühre mir dann gleich nachher einfach nur die Zitrone und den Puderzucker zusammen und zeige euch dann, wie es weitergeht. Eine Gabel braucht ihr gleich noch. Da sage ich euch gleich noch wofür. Das ist der Guss. Hat doch perfekt gereicht. Alleine nur die Zitrone riecht schon so gut. Der Kuchen ist fertig. So muss er aussehen. Ich habe den jetzt vor ungefähr 5 Minuten rausgenommen. Bisschen abkühlen lassen, aber nicht kalt werden lassen. Jetzt steche ich ihn einmal so ein bisschen mit der Gabel ein. Damit der Guss halt auch da reinlaufen kann. So. Darf schön viel da reinlaufen. Gehen wir den nochmal einmal ganz kurz durch. So, und jetzt, ich habe den extra hier auf das umgekippte Blech getan, damit der nicht irgendwie am Boden festklebt. Aber ihr seht euch, hier ist halt auch noch der Springformboden drunter. Das kann auch gerne darunter laufen. Das kann man da sauber machen, das ist gar kein Problem. Und dann läuft ein bisschen zu viel runter. Einmal nicht aufgepasst, aber das ist nicht schlimm. Oh, ich freue mich schon darauf. Ich nehme extra immer nur die Menge Teig. Man könnte auch das Doppelte nehmen, dass er höher wird. Aber die Backöfen sind relativ niedrig. Da kann das sein, dass das dann an den Heizstäben festbackt. Und der ist aufgegangen, der ist aber wieder ein bisschen nachgesackt. Also bedenkt das, wenn ihr mehrere Mengen macht oder wenn ihr größere Mengen macht. So. Der muss jetzt noch auskühlen, bevor ich den im Kühlschrank stellen kann. Und dann, wenn er durchgekühlt ist, ja, so in 2, 3 Stunden, dann können wir den probieren. Also sehen wir uns gleich wieder. Der Kuchen ist ausgekühlt. Er ist fertig zum Probieren. Das freut mich natürlich am meisten. Ich schneide an, ne? Ja, dann schneid mal. Ich habe da noch ein bisschen Puderzucker drauf gestreut. Man sieht schon, oder ich sehe es zumindest, wie saftig der Ja, ist. der sieht gut aus.
Dann probiere ich mal. So habe ich so ein kleines Stück abgeschnitten. Jetzt ja auch ein größeres abschneiden können. Und? Mhm. Und der ist saftig und der ist sauer. Na dann, du magst ja saure Sachen. Bleibt mir nur noch zu sagen, macht's nach, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet und bis zum nächsten Mal. Wie war das jetzt? Mein Kind ist Matsch. Das ist blöd, wenn ich immer weiter esse, ne?